Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schon lange habe ich hier auf dem Kanal nichts mehr geteilt. Jetzt geht es aber mal wieder los, ein bisschen regelmäßiger mit Videos, und heute starten wir hier mit einem richtig tollen neuen Auto, bin ich der Meinung, dem Porsche Macan GTS. Ja, der GTS ist ja eigentlich immer dafür berühmt, dass er eine sehr, sehr gute Ausstattung zu eigentlich einem relativ guten Preis-Leistungs-Verhältnis hat, sehr, sehr sportlich eben angehaucht ist, aber eben auch noch nicht im preislichen Niveau, Leistungsniveau ist wie der Turbo eben und eigentlich immer ein ziemlich guter Deal ist. Der Macan GTS hier startet bei knapp 100.000 Euro in der Basisausstattung, das Auto hier 130.000 Euro Gesamtpreis, und ja, er hat 516 PS normal und eben im Overboost 571 PS. Und in diesem Video möchte ich einfach mal dich mitnehmen auf eine kurze, knackige Probefahrt hier mit dem neuen Macan GTS. Zu Macan Turbo haben wir bereits oder habe ich bereits schon mal ein Video hier auf dem Kanal gedreht. Das heißt also, sollte dich der Turbo interessieren, schau dir sehr gerne den an. Wenn du lieber so ein bisschen verbrennertechnisch unterwegs bist oder auch einfach dich hier noch mal ein bisschen informieren möchtest. Ich habe auch ein schönes Video mit einem Cayenne Turbo GT hier auf dem Kanal, ebenso mit einem Taycan, ebenso mit einem Panamera und aber natürlich für die absoluten Puristen sehr gerne auch einen GT3 Touring, den ich schon gefahren bin. Aber jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal hier den Macan GTS von außen an, fahren ihn dann später einfach auch mal ruhig, auch dynamisch, und schauen einfach mal, was dieses Auto imstande ist zu leisten und imstande ist zu bieten. Also, ich habe den jetzt hier im Offroad-Modus geparkt, also bitte nicht erschrecken, was die Höhe angeht. Den kann man natürlich auch auf dem tiefen Niveau absenken und dann schaut das Ganze vielleicht auch, wenn man da drauf steht, deutlich sportlicher aus. Aber hier in dieser Kulisse hier, muss ich sagen, finde ich jetzt einfach den Offroad-Modus schon deutlich passender. Ja, die Farbe hier, das ist Karminrot, also eigentlich eine relativ bekannte und auch schöne Porsche-Farbe, würde ich einfach sagen. Steht im Auto auch wirklich gut. Je nachdem, was ich hier quasi für einen Weitwinkelmodus, ich habe jetzt so circa 24 mm drauf, jetzt habe ich so ein bisschen um die 50 mm drauf, schaut das Auto je nachdem auch ein bisschen perspektivisch anders aus. Ich bin der Meinung, es kommt auf der Kamera nicht so schön und nicht so formschön rüber, wie eben live und in Farbe. Ne? Schön ist hier auf jeden Fall, dass man so ein bisschen ähnlich wie beim Turbo definitiv hier auch so ein bisschen diese Kanten, diese Lufteinlässe gemacht hat. Hier vorne, ich würde schon fast sagen, das ist wirklich ein sehr großes, man könnte schon fast sagen, Maul. Definitiv eine spannende Designsprache, um hier auch einfach den Luftstrom zu gewährleisten, um auch die Kühlung zu gewährleisten eben für die Batterie, für das Hochvoltsystem. Hier sieht man auch wirklich tatsächlich, dass diese Lufteinlässe nicht fake sind, die sind tatsächlich echt. Also da ist tatsächlich hier hinten der Reifen zu sehen. Also Porsche macht hier eben keine halben Sachen, wie viele Hersteller heutzutage eigentlich, die irgendwelche Fake-Luftauslässe, Lufteinlässe eben machen. Bei Porsche hat das Ganze tatsächlich Funktion. Ja, die Scheinwerfer, die sind quasi zweigeteilt. Wir sehen es auch hier schon, ich habe quasi den Schlüssel einstecken, deswegen denkt er die ganze Zeit, er soll sich aufsperren, weil ich jetzt eben zum Auto laufe. Und hier oben haben wir die schöne Tagfahrlichtsignatur eben mit Blinker und hier unten dann tatsächlich eben das Fernlicht. Das ist das Porsche-typische HD-Matrix-Licht. Ich meine mit irgendwie 16.000 LEDs oder 32.000 LEDs quasi, einzelnen Leuchtdioden. Also das ist wirklich rasiermesserscharf. Ich kenne das Ganze von Audi. Ich hatte einen A6 C8. Ich habe aktuell einen Audi Q5, den ich selber fahre. Und da ist das Licht schon wirklich top. Aber das hier ist einfach nochmal ganz anderes Level, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn wir hier das Ganze uns seitlich ansehen, dann haben wir hier schöne, ich würde sagen, schwarz-matte Felgen. Die wirken jetzt hier fast eher grau. Vielleicht sind sie auch eher grau. Finde ich schön, passen, sind sehr zu natürlich, ne? Thema aerodynamische Optimierung, gerade beim Elektroauto für die Reichweite sehr wichtig. Ja? Dann geht es hier weiter, wir haben hier einen schönen GTS-Schriftzug, wir haben hier aber auch natürlich schon das ein bisschen eingesaut, das Auto. Darf aber auch sein, Autos gehören gefahren. Wenn wir hier weiter ans Heck gehen, das ist hier einfach die Silhouette, den Macan gibt es auch nur noch in dieser Karosserieform aktuell. Ich glaube auch, da ist nichts
anderes in Planung. Also das ist schon ein sehr, sehr fließendes Heck hier runter. Wer den Vorgänger, also den Verbrenner Macan eben noch kennt, der war quasi hinten, wie soll man sagen, ein bisschen kastenförmiger, ein bisschen typisch SUV-mäßig. Das ist ja hier so eher schon so eine Sportheck, sportlichere Variante. Na? Und gerade wenn man uns das Ganze hier von hinten ansehen, na, dann stellen wir einmal hier fest, dass wir schon einen wirklich ordentlich ausgeprägten Diffusor haben. Also ich finde, der ist auch wirklich schön und gleichermaßen eben dezent gemacht. Also das kann man wirklich genauso stehen lassen. Macan GTS Schriftzug würde ich immer wegmachen bei meinen Autos. Also ich brauche das nicht, dass jemand weiß, was ich da für ein Auto habe. Die Kenner, die wissen es, und die es nicht kennen, die interessiert sowieso nicht oder hat es nicht zu interessieren. Hier haben wir jetzt eben auch Exclusive Design Heckleuchten. Das heißt also, die sind quasi eben nicht die ganze Zeit eben schon grundsätzlich rot eingefärbt, sondern eben nur, wenn sie eben dann auch leuchten. Ist auch ganz witzig hier gemacht. Tatsächlich die Kofferraum, ja, Klappe hier zum Öffnen ist hier hinten der Knopf. Dann geht das Ganze auf. Und man muss auch wirklich sagen, das ist schon ein ordentlicher Kofferraum. Ne? Also ich selbst habe aktuell eben einen Audi Q5. Der hat schon nochmal deutlich mehr Kofferraumvolumen als jetzt hier der Macan, aber auch hier, damit kann man, glaube ich, ganz, ganz gut arbeiten. Ne? Was natürlich schon auch echt eine spannende Thematik ist, dass wir hier einfach nach wie vor so richtig oldschool, wie man das eigentlich noch so von Golf 4 oder sowas kennt, einfach hier diese Ablage eingehängt hat. Aber wenigstens geht es hier automatisch mit nach oben, immerhin etwas. Ne? Dann machen wir das Ganze auch mal wieder hier zu, fährt schön zu. Und genau, hier hinten, das ist auch noch ein schönes Detail beim Macan GTS, kann man auch den Spoiler ausfahren. Das mache ich jetzt auch mal gleich. Dazu gehen wir hier im Innenraum auf einmal hier Spoiler ausfahren und dann fährt sich das Ganze aus. Hier auch nochmal mit einer schönen Animation. Gucken wir uns gleich mal außen an. Ja, und hier zu sehen, Spoiler ausgefahren. Also hier unten drunter, da sammelt sich natürlich auch immer ordentlich Schmutz. Das sollte man definitiv bei einer Wäsche mal berücksichtigen. Zum Thema Wäsche kann ich ja auch nur sagen, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kult Premium Fahrzeugpflege. Wir stellen Fahrzeugpflegeprodukte im absoluten High-End-Bereich her. Das heißt, wer da irgendwo Interesse hat, der darf gerne mal bei uns auf die Website schauen. Und wer Beratung braucht, sehr gerne mich auch direkt mal anrufen. Ansonsten, ja, ob man jetzt bei einem SUV hier hinten so einen Flügel benötigt oder nicht, ja, gerne mal in die Kommentare schreiben. Da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, ob das Ganze gut aussieht oder nicht. Vermutlich auch. Ich bin der Meinung, es ist okay, man kann das machen. Ob man es wirklich braucht, ich weiß es nicht. Gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man das selbst wahrnimmt. Ne? Und damit sind wir eigentlich auch schon im Außenbereich durch. Ne? Wir haben hier natürlich entsprechend die Ladeklappen. Ich weiß gar nicht, wie die genau geöffnet werden. Ach, tatsächlich, die sind nicht elektrisch. Hier einfach die Ladeklappe. Hier dran muss ich ehrlich gesagt direkt auch einfach mal Kritik ein bisschen üben. Generell am VW-Konzern. Denn das macht zum Beispiel BMW wesentlich besser. Denn hier haben wir dann wirklich eine Wasser- und Spritzschutzgeschützte Einheit hier nochmal on top dabei. Und hier beim VW-Konzern vermisse ich das eigentlich immer wieder. Warum macht man das? Aus Kostengründen eigentlich nur. Es gibt da eigentlich keinen anderen Grund. Natürlich wird das wahrscheinlich dicht sein, aber trotzdem ein bisschen schade, finde ich ehrlich gesagt. Ja, ansonsten eigentlich optisch wirklich ein schönes Grundkonzept. Als GTS natürlich schon auch wirklich richtig, richtig schick. Jetzt gehen wir nur mal von der Seite hier hin. Also das macht schon wirklich was her. Ich hätte gesagt, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Also dann steigen wir hier mal ein. Machen die Tür auf. Wir haben natürlich rahmenlose Türen und werden hier auch schon begrüßt von einem typischen GTS-Paket, Racetags und natürlich rote, also farbig abgesetzte Nähte, hier auch passend in dem Kaminrot. Das heißt, wir haben hier alles wirklich schön beledert. Wir haben hier die Ziernaht, wir haben hier eine Carbon-Einlage und dann auch hier entsprechend das Racetags ebenso wieder mit dem ganzen Thema hier mit kaminroten Nähten. Und wenn wir dann hier reinschauen, ja, dann offenbart sich quasi noch mehr ja, farblichen Akzente und eben schöne Materialien. Auch hier schön ein GTS-Logo in dieser Kopfstütze drin. Sowas finde ich ja wirklich toll, dass es sowas jetzt einfach auch mal gibt, dass da ein bisschen damit gespielt wird. Das ist ja wirklich ein ganz tolles Designelement. BMW bietet ja sowas schon sehr, sehr lange an, so mit Emblemen und so weiter in diesem Bereich. Und es ist schön, dass das auch jetzt hier mal Einzug hält. Ansonsten haben wir hier wirklich eine relativ spannende Struktur. Normalerweise kennt man das ja so ein bisschen historisch bedingt bei den GTS-Modellen, dass wir hier eigentlich komplett Racetags bzw. eben Alcantara haben. Und das ist jetzt irgendwie so ein geriffeltes, neues Strukturding irgendwie in diesem Bereich. Also es ist schon quasi
optisch und auch irgendwie haptisch wie Racetex, aber dann doch ein bisschen abgesetzt so. Also es ist echt eine spannende Optik, muss ich ehrlich sagen. So, dann kommen wir hier einmal zum Lenkrad und dafür setze ich mich mal ins Auto. Davor aber noch natürlich hier eine wirklich absolut übertriebene, finde ich fast schon, hier Einstiegsleiste. Denn das hier ist natürlich prädestiniert, um verkratzt zu werden. Also hier wirklich Steinschlag-Schutzfolie drauf, würde ich fast jedem empfehlen. Also, dann nehmen wir mal Platz. Ich schalte mal auf 0,5, damit man das mal hier aus der Fahrerperspektive ein bisschen begutachten kann. Ja? Gehen wir doch nochmal auf 1, da haben wir eine bessere Auflösung. Und dann, wenn man hier hinschaut, also dieses Carbon hier mit dem GTS, mit diesen kleinen Schrauben, also dieses GT-mäßige Lenkrad hier, ne, also absoluter Hammer. Also wirklich schön Racetex-mäßig. Wer auch immer der Meinung ist, hier Racetex, ja, das ist so ein anfälliges Material in der Reinigung und Pflege. Wir von Kult Premium Fahrzeugpflege haben hier eine Lösung für jeden. Das ist absolut State of the Art, absoluter Wahnsinn. Es gibt keine Ausrede, sich nicht so ein schönes Lenkrad eben zu holen. Und es ist egal, wie das ausschaut. Da haben wir auch viele, viele Beispiele auf unserem eigenen YouTube-Kanal. Kann man sehr, sehr gerne mal gucken. Und wenn man Fragen hat, jederzeit gerne melden. Wie gesagt, alle Infos in der Videobeschreibung. So, hier sieht man auch schon eine relativ spannende Ambiente-Beleuchtung. Das kommt schon wirklich toll, ob man jetzt diese Farbe wählen sollte oder nicht. Das darf, glaube ich, auch wieder jeder für sich entscheiden. Und hier, ja, wir sind heute schon oder wir sind seit 22:05 Uhr, gestern scheinbar, ja, irgendwo 97 Kilometer mit diesem Auto gefahren. 27,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Würde ich jetzt mal sagen, das ist grundsätzlich in Ordnung. Ne? Aber hier muss man natürlich auch dazu sagen, hier wurde sehr, sehr viel Knallgas gegeben, das Auto einfach mal ausprobiert. Also wirklich realistisch ist das insofern meines Erachtens nicht oder nur bedingt. Ich bin jetzt ein paar Kilometer mit dem Auto selbst gefahren, vielleicht maximal erst 6 oder 7 Kilometer, muss ich ehrlich sagen. Und bin der festen Überzeugung, dass man das Auto sehr, sehr gut unter 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer auch im Winter fahren kann. Aber dazu kann ich später auch gerne nochmal mehr erzählen. Ansonsten, wir haben 82% Ladezustand und haben 319 Kilometer Reichweite. Ja, wir haben eine Batterietemperatur zum Glück von 16 Grad. Das ist natürlich schon im Winter ein schöner Luxus, wenn die Batterie schön warm ist, weil ich dann halt einfach dieses Reichweitenthema nochmal eine ganz andere Sache ist. Aber diese Verhältnisse miteinander, auf die möchte ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen. Ansonsten wirklich, also wenn ich hier mich umschaue, natürlich auch hier schön rote Gurte. Also es ist wirklich, wirklich toll alles gelöst und geregelt. Wir haben jetzt hier auch diese Innenraumüberwachungskamera vorne mit drin. Die ist ja jetzt gesetzlich verpflichtend, finde ich ja da aber auch Porsche sehr, sehr dezent und schön umgesetzt. Ansonsten hier ganz simpel, ganz klassisch, einfach ein Display, finde ich auch richtig gut geregelt. Es gibt natürlich auch noch ein Beifahrerdisplay. Ich persönlich verstehe eigentlich gesagt nicht, für was man überhaupt ein Beifahrerdisplay braucht. Ich finde das eigentlich unnotwendig. Ja, dann haben wir hier unser Klimabedienterminal. Finde ich eigentlich auch schön gelöst, ist auch quasi mit haptischem Feedback, aber man sieht schon, es bewegt sich quasi dieses gesamte Panel. Also weiß ich nicht, ob ich das wirklich so dermaßen toll finde. Das hätte man vielleicht auch anders machen können. Ich weiß es nicht so recht. Aber ich finde es schön, dass wir zumindest hier noch irgendwo eine relativ analoge Möglichkeit haben, das Ganze hier zu verstellen. Ansonsten gehen wir mal auf die Fahrmodi ein. Wir haben natürlich hier den Fahrmodus Offroad. Wir haben den Fahrmodus Normal, das ist normal, ist eigentlich auch Komfort gleichermaßen. Ne? Dann haben wir eben Sport und Sport Plus. Und der Sportmodus, der hat quasi jetzt auch, und das wissen vielleicht die einen oder die anderen, einen Electric Sport Sound gibt es quasi in diesem Auto. Und den gibt es hier erstmals, meines Wissens, in 2 Stufen. Das heißt also, wir haben diesen Sportsound eben auf Sport und auf Sport Plus. Und die 2 Unterschiede habe ich schon erlebt und die sind wirklich, wirklich crazy. Schauen wir uns das nachher gleich im Video noch an und werden es erleben und werden es hören. Ansonsten, was ich einfach richtig genial finde bei Porsche ist, dass sich das Fahrwerks-Setup, das heißt also die grundsätzliche Kennlinie, ob das Normal, Sport oder Sport Plus ist, unabhängig vom Fahrzeugniveau einstellen kann. Das heißt also, ich kann quasi jetzt auch im Normalmodus den einfach tief machen, dass er sich absenkt. Das heißt also, ich habe eine möglichst komfortable Dämpferkennlinie, fahre das Auto aber auf dem tiefsten Niveau. Warum macht das Sinn? Weil ich dadurch natürlich
maximal meinen Luftwiderstand ja eben reduziere und dadurch natürlich auch wieder Reichweitenvorteile bekomme. Und das finde ich richtig, richtig klasse. Und das sollte eigentlich jedes Auto haben, bin ich der Meinung. Das ist einfach richtig genial. Genau, so viel zu der ganzen Thematik. Gut, Infotainment und so weiter. Ganz ehrlich, das ist ein Porsche. Das interessiert uns eigentlich nur bedingt. Das funktioniert sensationell. Ich bin sämtliche Porsche-Modelle aktuell, die es so gibt, gefahren und gewohnt. Das ist sensationell. Das ist natürlich jetzt nicht so Tesla-mäßig und nicht so übertrieben crazy, sagen wir jetzt einfach mal so, aber es funktioniert und es sind die Basics und es ist trotzdem relativ gut, würde ich sagen. Auch hier jetzt nochmal der Blick nach hinten, also auch hier, wir haben schön viel Platz, würde ich sagen. Das funktioniert gut, schaut auch optisch gut aus. Panorama-Glasdach ist auch schön, kann man auch aufmachen. Ja, und ansonsten hier der Beifahrersitz. Auch eine schöne Thematik. Hier sieht man auch noch mal ein bisschen die Ambiente-Beleuchtung, wie das Ganze aussieht. Und hier nochmal das Cockpit von dieser Seite. Aber ich hätte gesagt, jetzt fahren wir endlich mal und finden heraus, ob das ein Porsche ist, ob das immer noch ja auch den Namen Macan hier verdient und ja, wie gut es tatsächlich einfach fährt. Was man an der Stelle schon direkt mal sagen kann, ich finde das richtig cool, dass das Auto tatsächlich hier in Wagenfarbe angezeigt wird und ja generell diese Ansicht hier in der 360-Grad-Kamera, also die kann sich wirklich sehen lassen. Das ist super, da kann ich auch wirklich direkt danach fahren, da muss ich gar nicht auf die Straße gucken. Das ist ja richtig, richtig cool. Perfekt. Also, ja, wir sind jetzt hier auf einem noch etwas abschüssigen Weg. Wir sind im Modus, können wir gleich mal gucken, normal und tief. Naja, tief ist jetzt hier vielleicht nicht ganz ideal. Eigentlich wäre der Offroad-Modus hier passender, aber ja, auch mal hier so ein bisschen abseits, fast einen Feldweg. Der ist ja hier tatsächlich noch asphaltiert. Da steckt das Auto natürlich easy weg. Na, ist also sehr, sehr komfortabel eigentlich, wenn man das möchte. Hat aber immer noch, also vom Komfortgrad natürlich nie auf einem Niveau, was man jetzt vielleicht von einem Audi bekommen würde, wenn man den super auf Komfort stellt oder einem BMW oder noch, sagen wir mal, luxuriöseren Fahrzeugen, die noch mehr auf Komfort getrimmt ist. Die Porsche DNA, die ist hier immer mit dabei, die ist hier immer präsent. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal jetzt in den Sportmodus. Und, habt ihr es gehört? Jetzt gehen wir nochmal normal. Und jetzt? Na, das ist jetzt der normale Sportmodus. Ja, und dann gibt es noch den Sport Plus Modus. Achtung! Noch viel lauter. Noch viel krasser. Jetzt geben wir mal Gas. Ja, ist doch interessant, oder? Spannend auf jeden Fall. So, dann haben wir hier auch gleich mal so ein bisschen was fürs Thema Handling. Es ist schon irre, ne? Also hast du so einen SUV, der kann super komfortabel und dann drückst du hier so ein Knöpfchen, bist in Sport Plus und das Ding fährt hier wirklich richtig geil um die Kurven, ne? Also wow, crazy. So, dann hier nochmal Landstraße und wir beschleunigen jetzt einfach mal weg von 0. Also das ist schon ganz okay. Es war jetzt nicht ganz 0, es kam leider von hinten ein bisschen Verkehr, deswegen wollte ich den jetzt nicht vollkommen irgendwie vor ein stehendes Auto eben bringen. Deswegen bin ich jetzt hier gleich direkt losgefahren und ja, hier können wir das Ganze gleich nochmal probieren. Nochmal ein bisschen langsamer und jetzt gehen wir da tatsächlich auf die 0 und geben jetzt Gummi. Wow. Wow. Also ich bin schon relativ beeindruckt. Natürlich, man gewöhnt sich an solche Leistungen von Elektroautos ziemlich schnell. Aber ich sage mal, gerade hier auf so einem Landstraßentempo, sagen wir mal, ich fahre hier irgendwo mit 80 und möchte jemanden überholen. Ich habe natürlich extrem viel Punch und kann natürlich auch sofort, ich muss nicht runterschalten, das Auto muss nicht runterschalten, ich kann sofort jemanden überholen. Und man muss es natürlich auch einfach mal hier direkt beim Namen nennen, dass hier
hier, das wird wahrscheinlich für viele Leute jetzt nicht das Sportinstrument schlechthin sein, sondern am Ende des Tages ein alltäglicher Begleiter. Und ein alltäglicher Begleiter, der mir einen extremen Vorteil auch bringt im Alltag. Und zwar welchen? Naja, ich kann ab Meter 1 von diesem Auto auch in der Früh ohne Reue, Leistung abrufen und eben auf meinem Weg hier zur Arbeit richtig Spaß haben. Ich muss nicht irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf nochmal daran denken, dass vielleicht meine Öltemperatur bei weitem noch nicht bei 80 Grad ist und ich somit eben nicht unbedingt den Motor hochdrehen kann und eben die volle Leistung abrufen kann, wie das jetzt bei einem Verbrenner der Fall wäre. Und von dem her sage ich halt einfach, dass Elektromobilität oder so ein Elektroauto gerade im Alltag einfach schon der absolute Hammer ist. Jetzt gehen wir mal wieder in den normalen Modus und es ist still. Es ist einfach still. Und genau das finde ich nämlich auch so interessant und so spannend und so schön, ehrlich gesagt, an Elektromobilität. Ich bin ein Petrolhead durch und durch. Ich liebe Motoren. Ich liebe schnelle, laute, tolle Autos. Aber das muss nicht bedeuten, dass man Elektromobilität dann genau deswegen, weil man vielleicht auch tolle Fahrzeuge, sportliche Fahrzeuge, Sportwegen eben auch toll findet, dass man Elektromobilität komplett sich davon verschließt. Das muss nicht sein, das braucht man nicht. Und genau deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass jeder auch mal einfach sowas hier ausprobieren sollte. Denn da wird vermutlich ein jeder wirklich beeindruckt sein, was diese Autos tatsächlich können. So, kleiner Nachtrag hier noch. Also mir ist gerade echt noch mal in der Fahrt hier ein bisschen aufgefallen. Ich komme hier immer mit dem Bein ran und das hier ist einfach super, super hart. Also eigentlich ist das Plastik, und es tut schon echt weh nach ein paar Kilometern. Also wenn man hier einfach mal ein bisschen gechillter unterwegs ist, weiß ich nicht. Also da müsste ich mir fast ein Polster hinbauen oder sowas, dass mir das hier nicht wehtut. Also weiterer Nachtrag auch noch die Soundanlage. Und da muss ich sagen, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe so ein bisschen meine Testsongs, die auch sehr, sehr basslastig sind. Und also wer auf richtig, richtig Bass steht, ich glaube, der wird so zu 80% happy sein hier in dem Auto. Vielleicht kann man noch ein bisschen an dem Synthesizer arbeiten, dass man quasi die Höhe noch ein bisschen runterschraubt. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist okay, es ist gut. Wir haben hier die Bose-Anlage verbaut. Burmester oder sowas wäre wahrscheinlich trotzdem nochmal einen guten Tick besser. Naja, so viel zu der Thematik. Was kann ich fahrdynamisch jetzt erstmal noch über das Auto sagen? Es ist ein Elektroauto, das heißt, wir haben eine Batterie. Die Batterie ist in diesem SUV natürlich sehr tief unten. Dadurch habe ich natürlich eine sensationelle grundsätzliche Ausgangsbasis für den Schwerpunkt in diesem Auto. Und das spürt man natürlich auch extrem. Die Porsche DNA, die wir im 911er haben, die wir in jedem anderen Porsche-Derivat haben, die finden wir natürlich auch hier. Und man muss auch wirklich sagen, für das, was es ist, und es ist ein SUV, ist das unglaublich sportlich. Vergleiche ich das mit einem Audi, vergleiche ich das mit einem BMW, mit anderen ähnlichen Fahrzeugen oder Fahrzeugkonzepten, selbst dem Konzernbruder, dem Audi SQ6 oder dem Audi Q6 e-tron, dann muss ich ganz klar sagen, dass sich ein Porsche immer wesentlich direkter anfühlt als alles andere. Also das ist wirklich sensationell. Das ist die Straßenlage, das ist das Handling, das ist die Präzision in der Lenkung. Das ist Porsche-like und das zeichnet diese Marke auch extrem aus. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn ich verschiedene Derivate fahre, egal ob das ein 911 ist, ob das ein Cayman war, GT4 RS, GT3 RS, also wirklich quer durch die Bank. Panamera, Cayenne, das ist beeindruckend, wie sie es schaffen, diese DNA, die mal, sagen wir mal, ursprünglich in dem 911er definiert wurde, auch in Fahrzeugtypen und Fahrzeugkarosserien zu transportieren, die eigentlich nicht dafür vorgesehen waren oder sind oder vielleicht auch nicht die ideale Ausgangslage haben, um überhaupt so sportlich bewegt werden zu können. Gerade wenn man sich eben die Konkurrenz in diesem Bereich anschaut. Und da ist und da bleibt Porsche halt einfach Benchmark. Also das
ist ihre Stärke. Das heißt also, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte ein Auto haben, das funktioniert richtig, richtig genial im Alltag, ich kann es komfortabel bewegen, aber wenn ich will auf Sport, also auf Sport Plus bzw. auf Knopfdruck, na, dann kann ich dieses Auto auf einem Sportlevel bewegen, das wirklich einem reinrassigen Sportwagen so nahe kommt wie kaum ein anderes Auto, das in dieser Klasse im SUV-Bereich eben schafft. Und da sprechen wir dann auch wirklich auf einem Niveau, eben beispielsweise ähnlich wie ich es auch im Turbo GT, im Cayenne Turbo GT wahrgenommen habe, wie man das in einem wahrscheinlich auch Lamborghini Urus wahrnehmen würde. Das sind aber auch wirklich hochgezüchtete SUVs, die wirklich absolut darauf entwickelt wurden, ein SUV zu sein, aber eigentlich das Feeling von dem Sportwagen dann auch tatsächlich ja nicht nur zu vermitteln, sondern das auch wirklich erfüllen zu können, diese Anforderungen. Ja. Das heißt also, im Großen und Ganzen mein kurzes, knackiges Fazit. Ich weiß, wir sind jetzt natürlich nicht sehr, sehr weit gefahren. Wer mehr Fahreindrücke haben möchte vom Macan generell, und ich sage ganz ehrlich, vom Turbo zum GTS, es schenkt sich also definitiv, was so eine Kurvenlage angeht und diese ganzen Thematiken, wahrscheinlich ist es sogar identisch. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie technisch im Fahrwerksbereich oder was im Turbo nochmal andere Komponenten gibt. Ich kann es mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen. Ne? Der Turbo hat halt einfach nochmal ein bisschen mehr Punch. Ne? Aber ob man den dann wirklich noch braucht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss jeder für sich entscheiden. Vielleicht ist der Turbo unter gewissen Umständen von der Ausstattung her leicht attraktiver dann nochmal als der GTS. Würde ich aber fast auch nicht sagen. Ich bekomme hier im GTS halt wirklich auch solche Gimmicks hier. Habe eigentlich ein wesentlich sportlicheres Fahrzeug, zumindest von der Anmutung außen wie innen, bin ich zumindest der Meinung, wie der Turbo. Der Turbo ist eher so ein bisschen wieder Luxury, but eben super, super powerful, so in die Richtung. Und der ist hier eigentlich so ein bisschen so die Rennsemmel. Ne? Und er zeigt es aber auch. Sowohl außen als auch innen, natürlich immer nur, wenn man das Ganze auch konfiguratortechnisch möchte. Ne? So viel zu der ganzen Sache, verbrauchstechnisch und so weiter. Auch da kann man sich sicher im Macan Turbo Video noch mal ein bisschen informieren. Und ansonsten würde mich an dieser Stelle einfach extrem deine Meinung zu diesen ganzen Themen, also wirklich zu allem, was ich jetzt gesagt habe im Video, interessieren. Bin ich auf dem Holzweg mit meiner Denkweise, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Sprichst du mir dazu? Bist du auch der Meinung? Ne? Dann schreib es auch gerne rein. Ich würde mich extrem freuen, wenn du mir da einfach mal ein Feedback da lässt. Und jetzt nochmal eine kleine Eigenwerbung. Kult Premium Fahrzeugpflege. Man sieht hier oben schon ein bisschen unser kleines Firmenschild hier am Gebäude. Ja, das ist meine Firma. Ich bin Gründer und Geschäftsführer. Wir haben uns spezialisiert auf High-End-Fahrzeugpflegeprodukte, speziell auch für den Auto-Innenraum, also für die ganzen Materialien, die man hier so sieht. Hier das Alcantara Racetex Lenkrad, hier die Ledersitze. Na? Wie reinige ich das? Wie pflege ich das bei einem Auto, das vielleicht auch eine Wertanlage ist? Das ist jetzt vielleicht der Macan GTS hier nicht unbedingt, aber so ein Porsche 911 beispielsweise schon wieder deutlich eher. Na? Aber auch jedes Auto verdient hier eine entsprechende Pflege, und selbst wenn ich dieses Auto mir hier nur lease, dann macht zumindest unser Innenraumreiniger definitiv Sinn, um diese Oberflächen hier auch einfach ganz easy, ohne große Vorkenntnisse, perfekt sauber zu halten. Und wenn du dazu Fragen hast, egal ob du jetzt aktuell schon ein Auto hast, wo du sagst, hey, ich habe hier ein bisschen einen Spezialfall, ich brauche irgendwie mal einfach eine kompetente Einschätzung von jemandem, dann schreib uns gerne oder ruf direkt an. Meistens gehe ich sogar direkt persönlich ans Telefon. Dafür bin ich da. Und ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, diese Art und Weise, wie man auch mal einen Testdrive machen kann, hat dir gefallen. Es ist nicht journalistisch. Es ist ganz klar nicht journalistisch. Und ganz ehrlich, ich verachte den Journalismus im Automobilbereich auch mittlerweile wirklich sehr. Egal, ob das Influencer sind, die selbst nicht in der Lage sind oder auch nicht bereit sind, sich solche Autos hier zu kaufen und auch nicht zur Zielgruppe gehören, ganz klar. Ne? Oder ob das eben die großen Autojournalisten sind. Es wird eigentlich nicht mehr auf den wahren Kunden eingegangen, was dem wichtig ist. Und an dieser Stelle fällt mir auch nochmal was ganz Wichtiges auf, was ich an diesem Auto hier leider auch feststellen musste. Und zwar die Sitze. Eigentlich bin ich ja ein Riesenfan von den Porsche 18 Wegesitzen. Aber Porsche 18 Wegesitze, das hat mich dieses Auto jetzt hier mal ganz im Speziellen gelehrt, sind nicht Porsche 18 Wegesitze. Denn es gibt himmelweite Unterschiede. Beispielsweise finde ich im Cayenne sensationell. Also jetzt quasi noch den Turbo GT, den ich auch gefahren bin, sieht man ja auch im Video auf dem Kanal.
sensationell, funktioniert super. Im 911er funktioniert super. Und wenn ich sage, was funktioniert jetzt hier super, es geht quasi darum, dass hier unten, ich zeige es auch mal ganz kurz, hier einmal die Seitenwangen, also hier unten am Sitz, ne, und dann eben auch hier seitig die Lehnen, ne, die sind eben einstellbar. Das Ganze schaut, ich zeige es auch mal, hier quasi so aus. Das heißt also, ich habe hier wirklich ganz viele verschiedene Knöpfe, deswegen auch der Name 18 Wege. Ne? Und das ist eigentlich eine richtig tolle Thematik, weil jeder Mensch hat eigentlich die Möglichkeit, hierdurch den Sitz perfekt an sich anzupassen. Und ich kann es nur sagen, bei sportlichen Fahrzeugen ist das einfach das A und O, dass ich hier im Innenraum in diesem Sitz einfach perfekt positioniert bin und dass ich auch bei einer Kurvenfahrt eben nicht hin und her rutsche. Ne? Und das ist hier aber leider trotz alledem, und natürlich, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein schlanker Mensch, ich habe vielleicht auch einen etwas schlankeren Körperbau, ne? Also ich entspreche nicht dem Durchschnitt, aber ich würde das erwarten, dass es zumindest eben so eine große Spreizung hat wie im 911er, denn im 911er kann ich mich im 18-Wege-Sitz einfach komplett einpflanzen. Ne? Da bewegt sich gar nichts mehr. Da ist es mir teilweise sogar schon zu eng. Und das ist wirklich ein Kritikpunkt. Ich glaube, den würde auch kein Journalist oder kein Influencer jemals rausspüren, weil er einfach die Erfahrung dafür nicht hat und auch nicht diesen Blickwinkel. Ne? Aber das gefällt mir ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ne? Aber ansonsten im Großen und Ganzen sensationelles Auto. Schreib es mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bye, bye.